Nächste Fahrt. Es ist jetzt 6:30 Uhr. Wir legen gleich los. Wir sind jetzt schon seit 1,5 Stunden am Rumrodeln, rumpacken, dass wir sicher los können. Und wir sind zu früh, weil um 13 Uhr etwa uns gestern ein Sturm hätte erwarten sollen. Und da wollten wir schon im sicheren Hafen sein. Jetzt ist es so, dass es um 11 erwischt, vermutlich. Und zumindest kein Sturm, also nur Regen. Ist trotzdem nicht so geil. Wir sind auch noch nicht im Regen gefahren. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es dann wird. Problematischer ist jetzt aktuell der Nebel, der uns ein bisschen Sorgen bereitet. Wir haben schon Nebelhorn vorbereitet, aber gucken wir mal, wie das so laufen wird. So, ich habe mich mal ins Bootsinnere verschanzt, damit man mich hören kann. Es beginnt jetzt an, ein bisschen zu regnen. Bin auch schon ein bisschen, glaube ich, ausgerüstet. Sicherheitswesten haben wir natürlich an. Segelhandschuhe, Regenzeug. Aber aktuelle Wetterlage sieht so aus, dass wir recht trocken durchkommen. Also eine halbe Stunde leicht weg vermutlich. Jo, und dann sind es noch 4 Stunden etwa. Die Jever ist angekommen. Also bisher ist dieser Hafen tatsächlich der schönste und spannendste, weil da hinten läuft Live-Musik, da gibt es 2, 3 Restaurants. Ja, und natürlich mein deutsches Schwabenherz wird hier auch gut befriedigt, weil hier alles so 20% günstiger ist als in Deutschland. So, letzte Aufnahme für heute. Wir müssen morgen wieder früh raus. Zwar nicht ganz so früh wie heute, um 6, aber trotzdem schauen wir mal. Wir haben so eine 50-50 Chance, dass überhaupt ein bisschen Wind da ist. Ansonsten müssen wir die ganze Strecke motoren. Dzień dobry, Tag 4 unserer Reise. Ja, wir sind mal wieder früh aufgestanden, denn heute ist nicht so viel Wind angesagt. Wir versuchen so viel wie möglich mitzunehmen, können aber natürlich uns nicht darauf verlassen.
Das ist mit 3 Knoten zu rechnen und der nächste Hafen ist 18 Seemeilen entfernt. Das heißt, selbst wenn wir die kompletten 3 Knoten mitnehmen vom Wind, bräuchten wir nur mit Segel 6 Stunden. Und naja, also darauf verlassen wir uns nicht. Könnte natürlich noch weniger werden und wir werden wahrscheinlich nicht 100% des Windes umwandeln können in Bewegung. Genau. Deswegen wird es darauf hinauslaufen, dass wir ein Teilstück oder vielleicht sogar ziemlich viel davon motoren müssen. Was wir auch im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass der Motor vorletztes Jahr zuletzt gewartet wurde und letztes Jahr gar nicht benutzt. Könnte sein, dass er dieses Jahr vielleicht dann ein paar Macken rauszaubert. Bisher hat er keine Zieger reingemacht. Scheint auch ganz gut zu funktionieren. Aber ja, ist natürlich ein mulmiges Gefühl, wenn der Motor eventuell ausfallen könnte. Wir haben keine Ersatzteile, wissen eventuell nicht, was kaputt gehen könnte. Und dann werden wir manövrierenfähig und ohne Anker und ohne Motor bleiben uns nicht so viele Optionen, uns selber irgendwie noch weiter fortzubewegen. Ansonsten der Ort Swinemünde hat zwar ist sehr schön, auch schön angelegt, schöner Hafen, hat auch schöne Toiletten. So, wir sind mitten auf See, ein paar Kilometer vom Land entfernt und es ist so ruhig, dass wir gar keinen Wind haben. Wir haben deswegen schon den Motor angemacht, um ein bisschen in ein welligeres Gebiet rauszufahren. Aber aktuell machen wir 1,5 Knoten, was so glaube ich 3 km/h sind. Und ja, mit 3 Knoten Wind sieht schlecht aus. Die Segel tanzen eigentlich nur noch. Und wollen nicht so wirklich, da das Vorsegel ist schon auf der anderen Seite, gar keinen Bock. Da es jetzt eigentlich nur noch 8 Seemeilen sind und wir 4 Knoten mit dem Motor fahren können, sparsam, werden wir jetzt 2 Stunden lang motoren. Da ist die Hafeneinfahrt.